Willkommen in meiner ayurvedischen Küche. Heute geht es um ein Gemüse, was oft in den Hintergrund gerät. Heute aber hat es seinen Auftritt. Es geht um die... Tada! Es geht um die Karotte. Heute gibt es nämlich wunderbar marinierte Ofenkarotten mit einem köstlichen Dip aus Joghurt und Granatapfelkern. Los geht's! Für eine Person benötigen wir 4 Karotten, 400 Gramm Naturjoghurt, 2 Hände voll Blattpetersilie, einen Esslöffel voll Granatapfelkerne, einen Teelöffel voll Steinsalz, einen Teelöffel voll Kumin, einen Teelöffel voll Paprikapulver, 4 Esslöffel Sesamöl, 1 Esslöffel voll Ahornsirup. Und zudem möchte ich natürlich noch mal etwas sagen. Es gibt ja tatsächlich sehr, sehr viele Süßungsmittel, aber der Ahornsirup ist tatsächlich das Süßungsmittel, was die meisten vertragen. Der Ahornsirup beruhigt ohne zu beschweren und wärmt ohne zu reizen. Er ist also wirklich eine sehr, sehr freundliche Alternative für die, sage ich mal, kommerziellen Süßungsmittel. Man kann also festhalten, und das sollte ich in diesem Fall auch, dass Ahornsirup unser Agni, also unser Verdauungsfeuer, nährt, ohne es zu überfordern. Und das ist der Grund, warum ihn auch die meisten Menschen tatsächlich vertragen. Bevor wir uns unserem Gemüse widmen, werden wir jetzt erstmal den Ofen vorheizen. Und zwar auf 180 Grad Umluft. Und jetzt widmen wir uns unserem herrlichen Gemüse. Als allererstes halbieren wir unsere Karotten. Wenn möglich, schaut bitte immer, dass ihr Bioware einkauft. Dann könnt ihr nämlich auch die Schale dran lassen. Oder aber auch, wenn ihr Glück habt, was ich tatsächlich jetzt diesmal nicht hatte, dann ist ja auch noch das Grün an der Karotte dran. Und das sieht einfach so wunderbar herrlich aus, wenn man das dann im Gesamten zubereitet. In der Schale stecken unter anderem Vitamin A bzw. Beta-Carotin, was natürlich wunderbar für die Augen und für die Haut ist. Dann steckt hier drin auch noch Vitamin K, wichtig für die Blutgerinnung und für unsere Knochen. Und dann finden wir noch in der Schale Vitamin C, was natürlich ganz besonders wichtig ist für unser Immunsystem und für unseren Zellschutz. Jetzt geben wir unsere Karotten dort hinein und jetzt folgt einmal der Ahornsirup, das Sesamöl und natürlich zum Schluss die herrlichen Gewürze. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt dürfen die Karottenhälften ausgiebig baden in unserem Sesamöl und unserem Ahornsirup. Und wirklich wichtig, schaut, dass jede einzelne Karottenhälfte auch etwas von dieser wunderbaren Ölummantelung abbekommt. Also ich muss wirklich immer wieder sagen, während des Kochprozesses, das Auge ist mit. Und ich finde, allein das sieht schon so appetitlich aus, wie die Karotten hier glänzen und ummantelt sind von dieser köstlichen Marinade. Das geht jetzt für circa 30 Minuten in den Ofen. Und damit wir hier nicht untätig rumstehen oder uns langweilen, werden wir uns nun unserem Dip widmen. Und zu dem Dip möchte ich natürlich auch wieder etwas sagen. In der ayurvedischen Küche gilt Joghurt im Allgemeinen als kühl und als auch schwer für unsere Verdauung. Deswegen ist es immer wichtig, dass wir alle Lebensmittel, die wir so verarbeiten, gerade wenn sie aus dem Kühlschrank kommen, eine Weile vorher schon aus dem Kühlschrank entnehmen, um sie einfach auf Zimmertemperatur dann weiter zu verarbeiten. Und gerade wenn wir Naturjoghurt mit wärmenden Gewürzen kombinieren oder aber auch mit warmen Lebensmitteln, dann rundet er Gerichte herrlich ab und unsere Verdauung tut sich natürlich dann auch wesentlich leichter mit der Verarbeitung. Für unseren Dip geben wir etwas Blattpetersilie in eine Schüssel und dann folgt dieser herrliche Joghurt. Das Ganze vermischen wir jetzt ordentlich
Und auch hier können wir natürlich wieder ganz nach Gusto arbeiten. Wer mehr Blattpetersilie möchte und sie auch verträgt, darf natürlich auch mehr hinzugeben. Ich gebe meinem Dip jetzt noch etwas Salz hinzu. Natürlich seid ihr frei, euren Dip so zu würzen, wie ihr mögt und vor allem, wie ihr ihn auch vertragt. Und so sieht nun der völlig simple Dip aus, bestehend aus nur 3 Zutaten. Ja, manchmal braucht es eigentlich auch gar nicht mehr. Wir neigen dazu, unsere Dips mittlerweile mit relativ vielen Lebensmitteln zu überfrachten oder auch Zutaten und Gewürzen zu überfrachten. Und was wir oft in diesen Dips finden, ist Knoblauch. Die meisten von uns vertragen aber gar keinen Knoblauch und das ist auch oft Angewohnheit, dass wir in allen Gerichten Knoblauch hinzufügen. Wenn ihr einfach den Knoblauch mal weglasst, dann werdet ihr merken, dass euch das Essen oft besser tut. Denn Knoblauch hat eben eine auch sehr scharfe Wirkung in uns und unsere Verdauung tut sich dementsprechend schwer, vor allem dann, wenn er roh ist. Deswegen kann ich euch wirklich nur den Tipp geben, wenn ihr Knoblauch benutzt und ihn auch vertragt, dann könnt ihr ihn auch gerne einfach andünsten oder anrösten. Da tut sich euer Verdauungsfeuer nämlich wesentlich leichter. Und jetzt schauen wir mal, was unsere Karotten hier machen. Oh, das duftet so wunderbar und sieht auch schon toll aus. Jetzt geht's ans Anrichten. Ja, was mich immer wieder einfach aufs Neue fasziniert, ist, dass Nahrung oder ein Essen nicht laut sein muss, um uns wirklich zu berühren. Durch die Süße der Karotten, durch die Säure des Joghurts, durch das Herbe der Petersilie. Wir finden hier wieder alle Geschmacksrichtungen und das wird unseren Körper grundsätzlich immer erfreuen. Ich werde jetzt weiter essen und bevor ich mir dieses Stück einverleibe, hoffe ich, dass ihr genauso viel Spaß habt beim Nachkochen wie ich. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Mangal.